Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Die Zitronen-Knoblauchkur gilt als ein traditionelles Verjüngungsmittel aus der Volksheilkunde, das sich laut Erfahrungsberichten bei vielerlei Beschwerden und auch vorbeugend längst bewährt hat. Diese super einfach herzustellende und überaus wirkungsvolle Gesundheitskur bringt Herz und Arterien, Gelenke und die geistige Leistungsfähigkeit auf Vordermann und verbessert das Allgemeinbefinden. Im Volksmund wird die Wirkung der Zitronen-Knoblauchkur mit einer Entkalkung verglichen und tatsächlich verfügen sowohl die Zitrone als auch der Knoblauch nachweislich über Wirkmechanismen, die einer Verkalkung der Arterien und damit einer Arteriosklerose entgegenwirken. Traditionell besteht diese Kur nur aus Knoblauch, Zitrone und Wasser und wird kurz einmal aufkochen gelassen, um sie haltbar zu machen. Ich jedoch stelle diese Kur rohköstlich her und füge noch Ingwer, Kurkuma, Pfeffer und frischen Rosmarin hinzu. Hier sehen wir jetzt auch die Zutaten. Natürlich verwenden wir wieder ausschließlich Bioprodukte. Wir sehen hier den Bio-Knoblauch, daneben liegt Bio-Ingwer. Die Knoblauchzehen haben wir schon geschält. Dann haben wir hier Bio-Zitronen, dann haben wir noch Kurkuma in Pulverform, denn der ist sehr viel ergiebiger als der frische. Theoretisch könnte man aber auch frischen Kurkuma verwenden. Frischen Rosmarin verwende ich noch und schwarzen Pfeffer, um den Kurkuma zu aktivieren. Wenn ich nur den kleinen Vitamix habe, stelle ich diese Portion jetzt in 2 Durchgängen her, indem ich halt einfach von jeder Zutat die Hälfte hier in den Vitamix gebe. Also Knoblauch, Zitrone, Ingwer, hier den Kurkuma, dann kommt noch schwarzer Pfeffer hinzu, um den Kurkuma zu aktivieren. Dann kommen hier von dem Rosmarin die Blätter hinzu. Der Rosmarin ist ein sehr starkes Antioxidant und beinhaltet unglaublich viele gesundheitliche Wirkungen. Wir fügen noch etwas Wasser hinzu, und zwar nur so viel, damit wir diese Paste gut pürieren können. Und das machen wir, wie gesagt, in 2 Durchgängen und dann wird einfach diese pürierte Masse in eine Flasche abgefüllt. Und diese wird dann im Kühlschrank aufbewahrt und hält sich ungefähr 3 Wochen lang und genauso lange dauert diese Kur, nach der man dann eine einwöchige Pause einlegen sollte und dann wieder von vorne beginnt, indem man das Ganze dann nochmal wieder frisch herstellt. Und das kann man bis zu 4-mal tun, also 4 Monate im Jahr diese Kur durchführen, um die Arterien und Gelenke zu entkalken und den Körper zu regenerieren. Schon allein die gesundheitlichen Eigenschaften der Zitrone sind beeindruckend. Dabei ist es nicht nur das Vitamin C, das aus der Zitrone ein heilsames Lebensmittel macht, sondern auch die sekundären Pflanzenstoffe, die beiden Flavonoide Naringenin und Hesperetin zum Beispiel, die sich insbesondere in der Schale der Frucht befinden. In ihrer Gesamtheit wirken die genannten Stoffe stark antioxidativ, sodass sie den Organismus vor Schäden durch oxidativen Stress schützen können. Oxidativer Stress wiederum ist eine der Hauptursachen der meisten chronischen Erkrankungen und steht auch am Anfang einer Arterienverkalkung. Da die Flavonoide in der Zitronenschale außerdem den Blutzuckerspiegel im Rahmen halten, der andernfalls, wenn er zu hoch ist, den Blutgefäßen schaden würde, wirkt die Zitronen-Knoblauchkur auch auf diese Weise einer Verkalkung der Blutgefäße entgegen. Der Knoblauch ist sehr bekannt, was seine positive Wirkung auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit betrifft. So liegen auch konkret zur Wirkung des Knoblauchs auf die Verkalkung der Blutgefäße Studien vor, dahingehend, dass der Knoblauch nicht nur das Arteriosklerose-Risiko senkt, sondern auch bei einer bestehenden Arteriosklerose eine leichte Rückbildung bewirkt, indem er die Calciumbindung an die Blutgefäße verhindert, sowie den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senkt. Wissenschaftliche Studien gibt es sogar zur Kombination von Zitrone und Knoblauch, als auch zu einigen Superfoods, die die Wirkung der Zitronen-Knoblauchkur unterstützen. So wird das Ergebnis der Zitronen-Knoblauchkur durch die Kombination mit bestimmten heilenden Superfoods wie Ingwer, Kurkuma und schwarzem Pfeffer noch zusätzlich verbessert. Ingwer stoppt zum Beispiel Ablagerungen in den Blutgefäßen. So verhindert Ingwer beispielsweise durch seine antioxidativen Eigenschaften die Lipidperoxidation, also die Schädigung körpereigener Lipide durch freie Radikale, ein Prozess, der zur Entstehung von Ablagerungen an den Blutgefäßwänden beiträgt. Darüber hinaus wirkt Ingwer blutverdünnend und cholesterinsenkend, ebenfalls 2 Eigenschaften, die auf eine Arteriosklerose hemmend einwirken. Kurkuma wirkt entzündungshemmend und antioxidativ und daher schon allein über diese beiden Eigenschaften antiarteriosklerotisch. Zusätzlich verhindert Kurkumin die Ansammlung von Cholesterin in den Zellen der Blutgefäßwände. Zu diesem Zweck fördert es den sogenannten Cholesterin-Efflux, also das Hinausfließen des Cholesterins aus der Blutgefäßwand, sodass es dort auch nicht mehr zu Ablagerungen beitragen kann. Schwarzer Pfeffer verstärkt die Wirkung von Kurkuma und hemmt überdies die Blutgerinnung.
Zusätzlich reduziert Piperin, der Wirkstoff im schwarzen Pfeffer, die Ausbreitung bestimmter Zellen in der Blutgefäßwand, die glatten Gefäßmuskelzellen, die an der Bildung der arteriosklerotischen Ablagerungen beteiligt sind. Was die vielen gesundheitlichen Wirkungen von Rosmarin betrifft, der die Gedächtnisleistung unter anderem stärkt, sind diese antibakteriell, antiviral, antidepressiv, antioxidativ, antidiabetisch, entzündungshemmend, cholesterinsenkend, krebshemmend, harntreibend und verdauungsfördernd. Es gibt also keinen Zweifel mehr daran, dass die Rezeptur der Zitronen-Knoblauchkur, insbesondere durch die Kombination mit Ingwer, Kurkuma, schwarzem Pfeffer und Rosmarin, tatsächlich eine sehr intelligente Mischung darstellt und sehr gut zur Verbesserung des Gesundheitszustandes eingesetzt werden kann. Was nun die Anwendung betrifft, so gibt man täglich etwa 2 bis 3 Esslöffel dieser Paste hier in ein kleines Glas und fügt etwas Wasser hinzu. Um es zu verdünnen, je nachdem wie gut man es herunterbekommt, fügt man mehr oder weniger Wasser hinzu und wer es gut verträgt, könnte es auf leeren Magen trinken, um die Wirkung zu erhöhen. Wer es aber nicht gut verträgt, trinkt das Lebenselixier nach einer Mahlzeit. Sobald die Mischung aufgebraucht ist oder spätestens nach 3 Wochen, sollte man eine Pause einlegen, damit der Körper sich nicht so stark daran gewöhnt. Und eine Woche später fängt man wieder von vorne damit an. Nach 4-maliger Wiederholung wird man dann schon eine deutliche Besserung des allgemeinen Zustandes vorfinden. Inshallah. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte und von Nutzen war, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten, damit so viele Menschen wie möglich daraus einen gesundheitlichen Nutzen ziehen können. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.